Ja, herzlich willkommen, Verena Schienal, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute ein bisschen in die Geheimnisse dieses Themas psychologische Sicherheit einzuführen. Ich habe mir gedacht, ähm, dich muss eigentlich man nicht vorstellen, ich mache es trotzdem. Verena, du hast in Graz, glaube ich, hast du Psychologie studiert. Wie heißt die Universität? Karl-Franzens-Universität. Die Ja, Karl-Franzens-Universität, jawohl. ja. Und hast dann noch dich weitergebildet zur systemischen Coach Genau, richtig. und bist bei uns im Team für alle Fragen rund um das Thema Psychologie in Veränderungsprozessen zuständig. Da Veränderungsprozesse und Psychologie ist ja quasi eins, so Genau, ja, ja, wie Veränderung und Kommunikation, genau. genau. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass alle anderen da sind, die sich die Zeit genommen haben. Wir fangen mal an mit einer Statistik der AOK, die den sogenannten Fehlzeitenreport jedes Jahr herausbringt. Für dieses Jahr ist er, glaube ich, noch nicht heraus, erst im Herbst. Der vom letzten Jahr hat gezeigt, dass diejenigen, die aufgrund von psychologischen Erkrankungen ausgefallen sind als Arbeitnehmer, innerhalb von 10 Jahren auf 48% gestiegen ist. Das waren dann netto 29, ich muss mal gucken, 6 Ausfall- oder Arbeitsunfähigkeitstage. Ist natürlich auch branchenspezifisch unterschiedlich. Im Schnitt waren es 10, also ist doch eine ordentliche Menge überall dort, wo oder die Auswirkungen, die Psychologie, ja, bestimmte Verhaltensweisen von Führungskräften, aber auch innerhalb eines Teams dann mit den Menschen machen. Und gerade in Veränderungsprozessen spielt es natürlich eine große Rolle, weil Veränderung neben der technischen Ebene, wie wir sagen, ja auch immer eine überfachliche, eine übertechnische Ebene hat. Dort geht es eben um den Menschen. Das ist eigentlich die wichtigste Ebene, weil bei allen technischen und fachlichen Vorbereitungen, die wir machen, um Dinge zu verändern, wenn wir dann die Menschen nicht mitnehmen, sie nicht überzeugen, vielleicht sogar intrinsisch motivieren, eine Veränderung mitzugehen, dann ja, ihre Gewohnheiten zu ändern. Das ist ja letztlich das, was wir erreichen wollen bei bestimmten Dingen. Dann funktioniert eine Veränderung nicht und dann scheitert sie, wie 70-85% aller Veränderungen leider immer noch scheitern. Du siehst, Verena, und das weißt du natürlich, aber die anderen sehen es auch, die Bedeutung des Faktors Mensch und damit auch der Psychologie, aber auch der Soziologie und der Kommunikation spielen da eine große Rolle. Wir wollen heute mal gucken, wie wir als Führungskraft oder wie ihr als Führungskräfte es gelingen kann, eine psychologische Sicherheit im Team zu etablieren. Und jetzt habe ich lang genug geredet. Jetzt darfst du, Verena, übernehmen. Ich beschränke mich dann noch aufs Klicken. Du sagst dann immer nächste Folie oder sonst. Und ich schaue mal nebenher vielleicht auch, gibt es die eine oder andere Frage im Chat. So, jetzt Thema klicken. Super. Ja, so machen wir das. Jetzt. Ja, zunächst mal auch Hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr, über das wichtige Thema psychologische Sicherheit heute sprechen zu dürfen und da auch ein bisschen ja, Aufklärungsarbeit leisten zu dürfen, ja, um das Ganze einfach so ein bisschen genauer anzuschauen. Ja, dann starten wir mal in das Thema und natürlich habe ich auch ein paar psychologische Grundlagen mitgebracht und der Begriff psychologische Sicherheit ist wahrscheinlich dem einen oder der anderen ja schon bekannt. In den letzten Jahren schwirrt der Begriff auch immer wieder mal in den Unternehmen herum. Ich habe den Eindruck, ja, aus meiner Praxis, dass nicht jeder so wirklich genau weiß, welche Hebel man ja machen kann, wie man psychologische Sicherheit in Teams reinbringen kann. Wie gesagt, deshalb lohnt sich das hier auf jeden Fall genauer hinzuschauen. Und den Begriff psychologische Sicherheit hat die Harvard-Professorin Amy Edmondson bereits in den 90er Jahren eingeführt. Sie sprach hier von einer ja, angstfreien Organisation. Sie hat es so definiert, dass sie gesagt hat, ja, Organisationen sollen frei von menschlichen Risiken sein. Klingt jetzt
so ein bisschen künstlich, aber im Grunde genommen meint sie damit einfach, ein Umfeld, in der die Menschen auch Menschen sein dürfen, in einem Umfeld, in dem sie Ideen einbringen dürfen, entgegengesetzte Meinungen, einfach auch keine Angst davor haben, Fehler zuzugeben. Und wir haben hier auch ein kurzes Video eingefügt, kann man sich dann im Nachgang gerne anschauen, wo sie noch so ein bisschen genauer dann über die Definition spricht und dann auch sagt, wenn man jetzt an die Performance von Teams denkt, psychologische Sicherheit allein wird nicht ausreichen. Man braucht vom Team auch auf jeden Fall ein sogenanntes Dringlichkeitsbewusstsein beziehungsweise einfach auch ein Commitment, sehr, sehr gute oder eben auch exzellente Ergebnisse erzielen zu wollen. Genau, also psychologische Sicherheit alleine wird nicht ausreichen. Ja, schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin. Ich finde immer so diese Aussage, wir wollen alle menschlich sein in der Arbeit. Das ist ja keine Challenge, da steckt ja nichts Großartiges dahinter. Das sind wir ja auch irgendwie und irgendwie machen wir das. Aber so einfach ist es eben nicht. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann dürfen wir eben nicht vergessen, dass wir Menschen alle Angst vor Fehler haben. Wir wurden alles so erzogen, geprägt in der Schule. Fehler sind schlecht. Natürlich hat da auch schon eine Diskussion angefangen in den letzten Jahren mit Fehlerkultur und so weiter. Aber aus meiner Sicht sind wir da noch weit weg davon, dass wir offen über unsere Misserfolge sprechen können. Und also das ist das eine, dass Menschen eben einfach Angst haben, Fehler zuzugeben. Das andere ist, dass wir alle Menschen sind, die ein Bedürfnis haben, zu einer Gruppe dazugehören zu wollen. Also wir sind soziale Wesen. Wir möchten nicht alleine sein. Wir suchen da den Kontakt. Und wenn wir entgegengesetzter Meinung sind oder etwas in Frage stellen, vor allem eben auch gegenüber einer Führungskraft, die ja meistens auch in einem hierarchischen Verhältnis zu einem steht, dann fällt uns das wahnsinnig schwer. Da kommen dann Gefühle wie Scham, Unsicherheit und Verletzlichkeit auf. Sind ja auch so Gefühle, die unangenehm sind. Wir haben auch nicht so wirklich gelernt, damit umzugehen und die einfach mal zuzulassen und zu akzeptieren. Wie gesagt, deshalb fällt es uns wahnsinnig schwer, da einfach uns einzubringen oder eben auch offen zu sprechen. Und das Schöne an der Psychologie ist immer, wenn es in die eine Richtung funktioniert, funktioniert es auch in die andere Richtung. Wir können vieles einfach neu lernen und wenn uns eine Prägung bewusst ist, die auch ein Stück weit natürlich auflösen. Und ich habe hier auch noch auf die Folie geschrieben, Offenheit schafft Offenheit. Da kommt uns die Biologie einfach auch so ein bisschen zur Hilfe. Der eine oder die andere hat es wahrscheinlich auch schon mal gehört. Wir haben sogenannte Spiegelneuronen. Das heißt, wenn wir ein Verhalten beobachten beim Gegenüber, dann haben wir auch ein starkes Bedürfnis, dieses Verhalten selbst zu zeigen. Und jeder kennt es wahrscheinlich, wenn es Gegenüber gähnt, hat man auch auf einmal das Bedürfnis zu gähnen und muss meistens auch gähnen. Oder wenn sich jemand im Gesicht an die Nase fasst, dann wird das oft ganz unbewusst von uns selbst auch gemacht, ohne dass es auffällt. Und wie gesagt, das Gleiche ist eben auch im Bereich Offenheit, sich verletzlich zeigen, Fehler zugeben. Wenn mein Gegenüber das macht, dann löst das natürlich auch in mir was aus und ich bin eher bereit, dazu offen zu sprechen. Genau. Ich habe ja noch so ganz schön geschrieben, Prägung verlernen. Verlernen ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort. Unsere Prägungen werden immer zu ein Stück weit einfach da sein. Können wir nicht auflösen. Aber wie gesagt, wir können es ein wenig verlernen. Wir können Neues lernen und das passiert eben durch interpersonales Lernen. Da ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass das beim einen
schneller funktioniert, beim anderen oder bei der anderen einfach langsamer. Das ist ganz individuell und das braucht auch Zeit. Also das Bewusstsein zu haben, ist auch ganz wichtig. Aber ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit Muskelaufbau. Wenn man ins Fitnessstudio geht, wird man nicht erwarten, dass man Ende der Woche sehr stark Muskeln aufgebaut hat. Das geht über einen bestimmten Zeitraum und auch nur das ist gesund. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn wir neues Verhalten lernen möchten oder wollen. Genau. Verena, kannst du den Begriff interpersonales Lernen vielleicht kurz nochmal erläutern? Also im Grunde genommen heißt das einfach, dass jeder von uns ein individuelles Tempo hat, in dem er oder sie Neues lernt und Wissen natürlich auch generiert. Das geht damit ja auch einher. Und wie gesagt, das ist was in jedem von uns alleine passiert. Also wenn ich ein Team von 5 Leuten habe und ich versuche, da psychologische Sicherheit reinzubringen, dann wird der eine oder die andere das ein bisschen schneller sozusagen aufnehmen, der oder die andere ein bisschen langsamer. Also einfach so dieses individuelle Lernen. Ja. Jawohl, vielen Dank. Ergänzend noch, wir schreiben den oder posten den Link auf das YouTube-Video von der Amy Edmondson in die Kommentare nach Abschluss des Chats. Und der Clemens Glade, der hat gerade einen wichtigen Punkt in die Kommentare geschrieben. Ohne Empathie ist das alles nicht möglich. Da macht er natürlich einen sehr guten Punkt und greift dir natürlich auch ein bisschen vor, lieber Clemens Glade. Da hast du absolut recht und wirst auch gleich nochmal von der Verena bestätigt, nehme ich an, wenn ich die Präsentation richtig im Kopf habe. Genau, auf jeden Fall. Da komme ich gleich noch dazu. Genau, hier haben wir nochmal, was heißt nochmal, wir haben hier das Modell der psychologischen Sicherheit angeführt. Heißt nichts anderes, als dass man in Organisationen so 4 Stufen von psychologischer Sicherheit auch messen kann in der Kultur. Und ich möchte da nur kurz drüber gehen. Die erste Stufe ist die Inklusion und ich fühle mich im Team wohl, ich fühle mich akzeptiert, ich kann so sein, wie ich bin. Die zweite Stufe ist das in Fragen, einfach das Fragen stellen. Ich möchte Wissen weiter generieren. Ich habe kein Problem damit, wenn ich eine Frage stelle und einfach auch sage, hey, ich weiß das gerade nicht, kannst du mir das nochmal erklären? Also einfach da keine Angst zu haben, inkompetent zu wirken. Die dritte Stufe ist dann die Kontribution. Ich kann mein Wissen einfach auch weitergeben, Input geben, auch mal zu einer Führungskraft sagen, hey, das ist gerade nicht der Stand der Dinge, da gibt es schon was Neues, hast du das schon mal gesehen? Und dann der 4. Punkt, die Souveränität oder eben auch das Challenging, also wirklich dann in einem Team und gegenüber der Führungskraft auch zu sagen, hey, das läuft nicht, ich stelle das in Frage, ich stelle das kritisch in Frage, ohne eine negative Bewertung dann auch erwarten zu können. Genau, das einfach als Ergänzung noch zum Begriff psychologische Sicherheit sollte man einfach mal gehört haben. Das klingt ja irgendwie wie ein Idealzustand, Verena, ne? Also wenn ich mir so vorstelle, in der Realität, in Teams, die ja je nach Größe der Unternehmen ja auch immer wieder mal wechseln, ist es ja sicherlich eine große Herausforderung, diese Stufen zu erklimmen und auch zu erreichen. Ne? Also möglicherweise ist die Realität, jetzt wenn man einen Diskurs machen könnte mit denen, die alle zuschauen, vielleicht kann der eine oder andere nochmal einen Kommentar abgeben, wie er es denn bei sich oder aufgrund seiner Erfahrung erlebt hat, ob er so eine Stufe der Souveränität, also diese 4. Stufe, bei sich im Team auch schon mal erreicht hat. Aber das ist jetzt wieder bloß eine Stimme aus dem Off von mir. Ich klicke weiter, gell?
Ja, gerne, gerne, damit wir uns nicht zu lange aufhalten bei dem Modell. Genau. Genau, ja, psychologische Sicherheit, warum denn überhaupt? Da gibt's auch einige Studien, die zeigen, dass psychologische Sicherheit sich positiv auf die Performance von Teams auswirkt, auf die Problemlösung, auf die Kreativität und Innovationsfähigkeit, auf die Kommunikation in Teams und natürlich eben auch auf die Zusammenarbeit. Und ja, all das braucht man in Teams, all das braucht man vor allem, wenn es darum geht, ja, Change-Prozesse, Veränderungsprozesse durchzuführen. Genau, und da schauen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer hin, was denn Führungskräfte tun können, vor allem wenn es wenn es um ein Change-Projekt geht. Und ich habe hier ein kleines Modell erstellt, das möchte ich gerne ja, kurz durchgehen. Und zwar am Anfang steht für mich immer dieses Bewusstsein. Also die Führungskraft muss sich zunächst mal darüber bewusst sein, dass es dieses Konstrukt der psychologischen Sicherheit gibt und eben auch einfach die psychologischen Grundlagen verstehen. Wie schon gesagt, Psychologie, wenn es in die eine Richtung funktioniert, funktioniert es auch in die andere Richtung. Ja, man muss einfach so ein Verständnis auch haben für Emotionen und Bedürfnisse von Menschen und sich ja mit der Materie erstmal auseinandersetzen. Und da geht es nicht darum, ein Psychologiestudium zu machen, sondern einfach die Grundlagen zu verstehen. Das hilft dann schon mal für den weiteren Prozess. Genau. Die nächste Stufe ist dann die der Reflexion. Und zwar ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass Führungskräfte ihr eigenes Verhalten und vor allem ihr eigenes Führungsverhalten reflektieren. Und da fällt für mich rein, dass man ja sich mit der eigenen Verletzlichkeit auseinandersetzt. Wie viel kann ich denn überhaupt preisgeben von mir? Welche Themen liegen da vielleicht auch noch bei mir? Dass man sich die genauer ja anschaut. Auf der anderen Seite geht es auch darum, sich von einem Perfektionsanspruch zu lösen. Wir alle sind in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen. Performance, Druck und so weiter ja, ist allgegenwärtig und auch so ein, ja, dieser Perfektionsanspruch, immer alles zu wissen als Führungskraft und immer eine Antwort auf alles zu haben, das ist ja anstrengend und da gilt es, sich von dem Konstrukt so ein bisschen auch zu befreien und so die eigene Menschlichkeit und wie gesagt Verletzlichkeit einfach auch in den Vordergrund zu stellen. Ja, ich habe dann noch aufgeschrieben, Zeit nehmen und Durchhaltevermögen. Also psychologische Sicherheit ist auch nichts, was so nebenbei einfach so funktioniert oder sich einstellen wird. Man muss Zeit dafür einplanen und ja, ich komme dann später auch noch zu den Formaten und den Tools und ja, dass man sich bewusst Zeit dafür nimmt und dass man Erfolge nicht innerhalb von Wochen sozusagen erwartet, sondern das dauert über einen längeren Zeitraum. Da braucht die Führungskraft auch ein bestimmtes Durchhaltevermögen und eine bestimmte Frustrationstoleranz, genau. Ja, wenn man dann von der Reflexion oder wenn man dann, sage ich jetzt mal, gut reflektiert hat, geht's ins Vorleben. Also diese Vorbildfunktion dann als Führungskraft sozusagen ja zu leben, die Spiegelneuronen bei dem Team zu aktivieren und dann zu schauen, welche Reaktion gibt's ja aus dem Team und worum geht's da? Da geht's darum zu sagen als Führungskraft, hey, das wusste ich jetzt auch nicht, kann mir jemand vom Team vielleicht bei XY helfen? Ja, es geht aber natürlich eben auch darum, empathisch zu sein. Ja, ein Teilnehmer hat es ja auch schon angesprochen. Viel geht es einfach darum, achtsam hinzuhören, mein Gegenüber oder das Team zu verstehen und mich selbst einfach als Führungskraft so ein bisschen ja, zurückzunehmen. Und das Vorleben, das wird eine bestimmte Reaktion auslösen beim Team. Es kann auch sein, dass das Team am Anfang ein bisschen verwirrt ist, unsicher ist, nicht weiß, ja, wie sie das einschätzen sollen. Und dann gilt es aber eben Durchhaltevermögen mitzubringen als Führungskraft, da weiterzumachen. Dann, wenn ich merke, ah ja, das Team bringt sich mehr ein und teilt auch eigene Meinungen oder Ideen, das dann auf jeden Fall positiv zu verstärken, Feedback zu geben
wieder auf jeden Fall genau hinzuhören und ja gerne auch die Teammitglieder direkt in Meetings ansprechen und nach der Meinung fragen. Also viele bringen sich auch gar nicht ein. Und da gilt es eben als Führungskraft, wie schon gesagt, sich selbst zurückzunehmen, nicht vorzupreschen mit Inhalten, sondern erstmal an das Team heranzutreten und zu sagen, hey, wie seht ihr das denn? Lasst uns das mal gemeinsam diskutieren und da auch jeden Einzelnen dann einfach auch anzusprechen. Und ja, die letzte Stufe ist eben diese Inklusion. Also das ist genau diese erste Stufe vom Modell auch, ja, dass sich die Teammitglieder gesehen fühlen, dass die sich integriert fühlen, dass die sich wohlfühlen und eben sicher fühlen, ja, Ideen einzubringen, auch den Status quo dann eben ja, in Frage zu stellen. Ja, links oben sieht man nun die Tools. Also ich finde, es ist immer ganz schön, in der Theorie alles zu besprechen, aber eine Frage, die natürlich den Führungskräften auf der Zunge brennt, sozusagen, ist ja immer, ja, wie mache ich das denn? Wo setze ich denn an? Und da gibt es verschiedene Formate. Also einerseits kann man in Change-Projekten im Voraus bereits Retrospektiven zum Beispiel einplanen. Das sind Meetings, wo man sich bewusst mit dem Projekt auseinandersetzt. Was hat bisher gut funktioniert, was nicht? Wie geht's uns auch allen dabei? Auch ganz wichtig. Dann kann man auf jeden Fall durch gezielte Fragetechniken in One-to-Ones oder eben auch in Team-Meetings, wie schon gesagt, Teammitglieder direkt ansprechen, um die Meinung fragen, auch mal Pausen aushalten, wenn vom Team nichts kommt, einfach mal ja eine Minute still zu sein und zu schauen, vielleicht kommt ja doch noch was. Genau, und dann habe ich noch aufgeschrieben, GFK heißt gewaltfreie Kommunikation, ein ganz schönes Tool, um ja eigene Gefühle und Bedürfnisse rückzumelden. Und einfach auch zu sagen, hey, dein Verhalten, das hat mich jetzt gerade irgendwie verunsichert und da eben auch eine Bitte dann zum Beispiel zu kommunizieren. Also GFK ist auf jeden Fall auch ein eigenes Thema, wo man sehr viel darüber erzählen kann. Dann Storytelling habe ich noch als Methode hinzugefügt. Das ist, finde ich, auch ganz spannend, ist, glaube ich, auch nicht jedem so bewusst. Und zwar geht es darum, mal zu schauen, welche Geschichten und welche Mythen werden denn im Unternehmen erzählt. Wird zum Beispiel von der einen oder der anderen Projektleiterin erzählt, die gekündigt wurde, weil sie was ausprobiert hat, weil sie was ganz anders gemacht hat und weil das Projekt dann gescheitert ist? Oder wird darüber so gesprochen, dass man eher sagt, ja, die war da mutig, die ist heute natürlich noch im Unternehmen und hat dieses und jenes gemacht. Also einfach da zu schauen, was ist denn da in unserer Kultur überhaupt und wie, welche Geschichten erzählen wir uns? Genau. Und Rituale habe ich dann auch noch mit aufgenommen in einer Welt, in der sich alles ständig verändert, auch in der Arbeit, im privaten Bereich hilft es, wenn man einfach so ein paar schöne Rituale dann auch als Team hat, die man dann weiter verfolgt und das kann irgendwie ein zweiwöchiges Kaffee-Meeting sein, was auch immer. Da kann sich das Team gerne was überlegen, gemeinsam mit der Führungskraft. Genau, ja, das dazu. Kannst gerne weitergehen, Dominik, zu den 5 Tipps, außer du hast einen Input. Ja, genau. Ich hab noch einen Input, der nicht von mir kommt, sondern der vom Meinhard Kahner. Lieber Meinhard hat noch ergänzt, Reflexion funktioniert effizienter mit einem Sparringspartner, also in einer Peer Group, ist wahrscheinlich eine Erfahrung von ihm und möglicherweise dann auch eine Ergänzung Richtung Coaching, könnte man sich ja auch vorstellen, dass man gerade im Bereich der Reflexionsfähigkeit sich da unterstützen lässt, Unterstützung findet. Unter anderem auch bei dir, Einzelcoaching, Führungskräftecoaching. Und er hat dann noch gesagt, ergänzt, aus der Führungsrolle heraus Reflexion betreiben läuft eher in Bezug Teamdynamik, aber weniger bezüglich des Führungsverhaltens. Das ist so eine Feststellung, die er scheinbar aus der Erfahrung hier mit einbringt. Vielen Dank dafür. Ja, also ich glaube, es braucht auf jeden Fall beiden Ebenen, ja. Gut.
Genau, dann, was sind denn jetzt die 5 Tipps, die wir auch angekündigt haben? Und zwar hier, ja nochmal als Zusammenfassung, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, ja, psychologische Sicherheit zu planen, sich Zeit für Formate zu nehmen, eben dann auch in den eigenen Terminkalendern zu schauen, was ist überhaupt möglich, was ist überhaupt machbar, was ist da ein realistischer Ansatz. Dann, wie gesagt, sich als Führungskraft zu hinterfragen, psychologische Sicherheit vorzuleben und sich da ja als Mensch sozusagen zu zeigen. Dann als drittes eben das Team direkt ansprechen, beziehungsweise die einzelnen Mitglieder einfach versuchen zu integrieren. Heißt aber jetzt nicht, die unter Druck zu setzen, dass die was sagen müssen. Wenn die nichts sagen wollen, dann ist es so. Das kommt vielleicht erst mit der Zeit. Aber dass man zumindest den Raum aufmacht und sagt, hey, was denkst du dazu? Was ist deine Meinung dazu? Und ja, der 4. Punkt, Feedback-Kultur, ist, glaube ich, auch ein Thema, das jedem bewusst ist, Feedback einholen, aber eben auch Feedback zu geben. Und wie gesagt, Tools zu nutzen, wie dieses Storytelling, oder Reframing heißt es eben auch, oder einfach eine Retrospektive einzuführen. Und ja, was mir noch wichtig wäre zu sagen ist, dass man das Ganze mit einer bestimmten Leichtigkeit auf jeden Fall angehen sollte. Wie gesagt, wir sind alles nur Menschen, einfach selbst herausfinden, okay, bei dem Team, bei meinem Team funktioniert das irgendwie gerade gut, dann versuche ich das weiter zu verstärken. Das andere hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Einfach so ein bisschen ausprobieren. Und ja, dann kann auf jeden Fall, sage ich mal, so eine psychologische Sicherheit oder eine Basis dafür geschaffen werden in Change-Projekten. Ja, wunderbar. Das sind tolle Tipps quasi nochmal zusammengefasst als Exzerpt aus dem, was du vorher ausführlich dargelegt hast. Wir haben noch 3 Minuten, dann ist die halbe Stunde rum. Ich wollte also nochmal ermuntern, wer Fragen hat, sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Was mich noch interessieren würde aus dem Alltag und der Erfahrung, die man im Laufe seines Berufslebens macht, ist ja auch viel leistungsintensiv und die Dinge müssen schnell gehen. Und man muss auch mal ein bisschen deutlicher werden in den Aussagen gegenüber anderen als Führungskraft. Lässt sich das vereinbaren mit dem Thema psychologische Sicherheit? Gibt es da Widersprüche oder kann man versuchen, was ich jetzt für notwendig achten würde, die Dinge unter einen Hut zu bringen? Ja, ja. Also man darf psychologische Sicherheit nicht verstehen als wir sind alle nur nett und lieb zueinander und es kommen keine Konflikte auf und es wird alles unter den Teppich gekehrt. Genau das ist es nämlich das nicht, sondern es geht darum, ja, da auch die Probleme offen anzusprechen. Und wann spreche ich die an? Die spreche ich eben nur an, wenn ich ja, mich sicher fühle, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich weiß, ich stoße auf Verständnis bei der Führungskraft oder auf jeden Fall auf Offenheit bei der Führungskraft und dann gemeinsam zu schauen, ja, was kann man tun? Und Konflikte sind aus meiner Sicht immer sehr, sehr negativ konnotiert. Kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, versucht man irgendwie zu vermeiden. Aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Spannungszustand. Und da gilt es, den halt sich genauer anzuschauen und den dann ja aufzulösen. Also widerspricht sich auf keinen Fall, sondern ist einfach auch ein Katalysator dafür, ja. Super, ja, vielen Dank. Und der Clemens Glade hat noch eine Frage, die schon sehr wissenschaftlich ist, kommt aus der Soziologie. Wenn soziale Systeme nicht aus Menschen, sondern aus der rekursiven Vernetzung ihrer Operationen bestehen, Definition nach Luhmann, was bedeutet dies für die psychologische Sicherheit, fragt er. Ich glaube, das ist eine Frage für ein Pro-Seminar. Ja, ja, Lieber ja. Clemens. Also spannende Frage, klingt auch sehr philosophisch für mich und da würde ich wirklich sagen, dass man das auch nochmal in einem anderen Rahmen besprechen muss. Ja, ja. Jawohl, Also sehr gern. das, Clemens, ja. das machen wir bi- oder trilateral dann nochmal, aber so, dass dann vielleicht auch andere was davon haben, die die Frage interessieren. Wir sind nämlich jetzt kurz schon vor Ablauf unserer
halben Stunde in der Mittagszeit. Hoffen, dass wir weiterhelfen konnten. Liebe Verena, ganz herzlichen Dank für Gerne. deine Ausführungen und für deine Insights. Wir werden das Ganze nochmal in eine Art White Paper verpacken und zum Runterladen, zum kostenlosen Runterladen zur Verfügung stellen. Wer wissen möchte, wann es soweit ist, bitte gerne unseren Newsletter auf LinkedIn abonnieren. Wir haben mal den QR-Code hier reingestellt. Wer noch nicht dabei ist, dann erfahrt ihr auch, wann dieses White Paper zum Thema psychologische Sicherheit fertig ist. Soll das in den nächsten 14 Tagen, planen wir das. Und dann wisst ihr mehr. Jetzt wünschen wir noch einen schönen Tag, einen schönen Restfreitag und dann ein erholsames Wochenende. Und alles Gute weiterhin bis zum nächsten Change Talk Live hier auf LinkedIn. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.